The air horns go and Mika Häkkinen wins. Ja, es war eigentlich ein ganz großer Coup, muss ich sagen, damals. Mika Häkkinen war, wie wir alle wissen, 1998, 1999 zweimal hintereinander Formel-1-Weltmeister. Constructors' Championship for McLaren, Drivers' Championship for Mika Häkkinen. Mit uns damals, mit McLaren, Mercedes. Ganz harte Kämpfe mit Michael Schumacher ausgefochten. Also Doppelweltmeister, den Titelgewinn von 98 wiederholt. Der 98er-Titel war der erste für uns seit den glorreichen 50er Jahren und deshalb für uns ganz, ganz wichtig. Und dann hat Mika Lust gekriegt, hat er mich mal angesprochen, wie wäre es denn eigentlich, DTM ist so eine klasse Rennserie, können wir da was machen? Also wir haben natürlich ganz im Geheimen dann mal Gespräche geführt. Bei uns in einem Lokal in Fellbach haben wir uns abends getroffen. Und er hat einfach deutlich gemacht, ich hab Lust, die DTM interessiert mich. War bemerkenswert, wie viele Formel-1-Fahrer sich damals für die DTM interessiert haben. Immer wenn ich in die Formel 1 kam, haben ganz viele die Frage gestellt, wie war das DTM-Rennen, weil die alle an den Wochenenden auch DTM geguckt haben. Und dann haben wir bei einem Stars & Cars, das war im Jahr 2004, am Jahresende, haben wir den Mika vorgestellt und dann ist er auf dem Hochhaus ganz oben, haben wir ihn platziert als Überraschungsgast und haben dann gesagt, Mika fährt bei uns DTM und dann war der Jubel natürlich riesengroß. Wir wussten natürlich, was der Mika kann und wenn der Lust hat, dann geht's richtig vorwärts. Ja, ein toller Mensch bis heute. Der war natürlich auf der Beliebtheitsskala ganz oben bei allen, auch in der DTM und in der Formel 1 sowieso. Hat eine großartige Karriere hingelegt und ist bis heute total aktiv und immer noch ein totaler Freund des Hauses. Also von Allüren ist da nichts, der gliedert sich vollkommen ein und Mika war immer ein totaler Sympathikus. Der ist mit allem toll umgegangen und hat seine Freude daran gehabt. Da gab es nichts zu klagen. Ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr harter Kampf. Wir haben lange Zeit da auch nur mit zwei Marken uns beschäftigen können. Waren wir mit Audi und Mercedes unterwegs, aber haben tolle Rennen gehabt. Das waren großartige Schlachten, muss man sagen. Und ich glaube, da gibt es heute noch viele Fans. Also es war eine Hochzeit der DTM, kann man sagen. Ich glaube beides, da waren durchaus, da die ARD übertragen, da waren durchaus Fernsehzuschauerzahlen von 1,2, 1,5 Millionen am Sonntagnachmittag. Das ist eine stolze Zahl. Und die DTM die war Kult in Deutschland auf jeden Fall. Wir hatten ja eine Konzeption, wir wollten mit dem Herrn Hubert zusammen, der PKW-Chef, der Verantwortliche war, wir haben das Leitmotiv gehabt. Wir wollen Kunden gewinnen, die Pokale auf dem Weg dahin nehmen wir sehr, sehr gerne mit, aber wir wollen als erstes Kunden gewinnen. Und AMG war das Sportabzeichen der Marke Mercedes, ist es heute noch, ja. Und da ist natürlich was Großartiges draus geworden. Aber das waren vor 20 Jahren eher noch die Anfänge. Aber wir haben mit AMG zusammen den Motorsport aufgebaut und den Motorsport auch groß gemacht im Haus. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz besonderes, schönes Auto ist. Und wir hatten uns damals die Mühe gegeben, einen polierten Alu-Effekt da darzustellen. Und dann natürlich so groß wie irgend möglich. Also größer geht es eigentlich nicht. AMG ist natürlich auch ein wunderbarer Name, um den plastisch darzustellen. Und für mich ist es bis heute eines der schönsten Rennautos überhaupt. Ich sehe das sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn ich so ein Auto heute gelegentlich bei Vintage-Rennen wiedersehe. Ich habe ja viele Rennen im Wechsel gehabt, also DTM und Formel 1 im Wechsel und war da oft, also ein Wochenende DTM, ein Wochenende Formel 1, ein Wochenende DTM, ein Wochenende. Es ist nicht langweilig geworden, aber es war ein guter Wechsel immer.
Es ist mehr als die Hälfte aller Rennen, die bestritten worden sind, wurden siegreich beendet, was natürlich toll ist. Da war die Formel 3 noch dabei. In dem Jahr ist auch ein gewisser Lewis Hamilton Formel 3 Meister geworden mit unserem Motor damals. Und insgesamt sind da 49 Rennen gefahren worden. Und ich hatte damals mit unseren Marketingkollegen die Idee zu sagen 36, also nicht 6 aus 49, wie das Gewinnspiel hieß, sondern 36 aus 49. Also da wurden 36 Rennen in Formel 1, Formel 3 und DTM gewonnen in diesem Jahr 2005. Ich glaube einfach die Konsequenz, dass man für das Sportabzeichen AMG, sage ich nach wie vor, geworben hat auf der Rennstrecke, dass man das heute noch tut in der Formel 1. Das hat sicherlich zum Image der Marke AMG und zu den Verkaufserfolgen beigetragen. Das war schiere Absicht, dass wir so werberisch auftreten und natürlich auch die Erfolge einfahren. Wenn man nur mitfährt und nicht erfolgreich ist, dann ist das nicht sonderlich begeisternd für den Autokauf, sondern man hat da zu fahren, wo die Musik spielt, und das ist vorne. Ich finde es absolut wichtig und hat vielleicht auch eine Weile gedauert, bis man diesen Klassikweg gegangen ist. Den gehen ganz viele, aber wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft. Und ich glaube, auf so eine Vergangenheit lässt sich allemal aufbauen und die kann sich auch sehen lassen.